Freunde, kurze Frage. Treffen sich ein 10-Jähriger, ein Alien und eine Gruppe wild gewordener Mountainbike-Kids, was kommt dabei raus? Richtig, eine herzzerreißende Geschichte über Freundschaft und einer der erfolgreichsten Filme der 80er Jahre. Die Rede ist natürlich von E.T., der Außerirdische. 40 Jahre ist das inzwischen her, dass dieser legendäre Film auf die Kinoleinwände kam. 794 Millionen Dollar hat der Film eingespielt. Damit stand E.T. jahrelang auf dem Spitzenplatz der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, bis dann irgendwann Jurassic Park, Titanic oder Avatar kamen. Der Film war sogar so erfolgreich, dass sich ganze Satzneuschöpfungen fest im Alltagssprachgebrauch etabliert haben. Ich sag nur eins: nach Haus telefonieren. Was ich ja total gerne mal sehen würde, ihr kennt mich, sind die Drehorte dieses berühmten Films. Es gibt da nur ein Problem: sie sind ziemlich weit weg. Genauer gesagt wurde dieser Film gedreht in und um Los Angeles in den Vereinigten Staaten. Und da kann man ja jetzt nicht mal ebenso hinfliegen, ne? Wobei, warum eigentlich nicht? Hi, ich bin Matthias und auf meinem YouTube-Kanal zeige ich euch regelmäßig die Drehorte bekannter Filme und Serien. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert mich bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann bekommt ihr exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem neuen Video. Excuse me, how do I switch on the lights? This is not a light switch. Okay. Okay. Welcome to Los Angeles. Freunde, herzlich willkommen aus Los Angeles. Herzlich willkommen aus meinem bescheidenen Motelzimmer. Ich bin tatsächlich schon einen Tag hier. Ich versuche nämlich gerade so ein bisschen mit meinem Jetlag klarzukommen. Funktioniert aber eigentlich ganz gut. Also es ist nicht so schlimm, wie man mir das erzählt hat. Also es läuft schon irgendwie. Und hinter mir liegt tatsächlich eine fast 24-stündige Reise, die irgendwann vor 2-3 Tagen begann in Hannover mit einer Fahrt der Deutschen Bahn, was sowieso immer ein Abenteuer ist. Dann weiterging mit einem 12-Stunden-Flug von Frankfurt nach Los Angeles, und dann stand ich in Los Angeles auch nochmal 2 Stunden, wenn nicht sogar 2,5. Es war unfassbar lange in dieser Immigration Line, also die Grenze quasi am Flughafen, da wo man immer gefragt wird, was machen Sie denn hier in den USA und was wollen Sie und wann hauen Sie denn auch wieder ab und so. Und als ich dann erzählt habe, dass ich die Drehorte von E.T. sehen möchte, da hat man mich dann sehr schnell reingelassen und alles war in Ordnung. So, und genau das machen wir jetzt auch. Wenn ich das schon versprochen habe, dann machen wir es auch. Wir gucken uns heute die Drehorte von E.T. an und dafür fahren wir ein bisschen aus Los Angeles raus, und zwar nach Porter Ranch. Das ist ein kleiner Stadtteil von Los Angeles mit 30.000 Einwohnern, ungefähr eine halbe Stunde von meinem Motelzimmer entfernt, und da wurden die allermeisten Szenen dieses Films gedreht. Ja, ich würde sagen, schauen wir doch mal, ob wir sie finden. Auf nach Porter Ranch. Rechts abbiegen auf Venice Boulevard. Nach 1000 Fuß rechts abbiegen auf David Avenue. Ich bin angekommen an meinem ersten Drehort und es ist noch ziemlich früh am Morgen. 7:30, um genau zu sein. Normalerweise fange ich um diese Uhrzeit keine Drehorttouren an. Aber
zum einen kickt der Jetlag noch ein bisschen rein und zum zweiten habe ich darauf gehofft, dass dieser Ort hier möglicherweise um diese Uhrzeit noch nicht so belebt ist, wie er es möglicherweise am Vor- oder Nachmittag sein wird. Denn es handelt sich um einen Spielplatz. Richtig gehört. Der Spielplatz, den man in der Szene sieht, wo die Jungs mit diesem Transporter, also diesem Bulli, in so einen Park reinbrettern. Dort sieht man so eine Raupe, also keine echte Raupe, sondern so ein Raupenspielgerät oder wie auch immer man das nennt, auf so einem Spielplatz. Und da wird dann quasi E.T. aus dem Transporter ausgeladen und auf die Fahrräder verladen, bevor es dann ab in die Luft geht. Ja, und ich glaube, ich habe diesen Park gefunden. Nur wenn ich jetzt schon mal so rechts aus dem Fenster gucke, er sieht ein bisschen anders aus als im Film. Und das hier ist die erste Szene, die wir im Film von diesem Ort sehen. Und ich hoffe, ihr seid bereit für diesen historischen Moment. Tada! So sieht das Ganze heute in der Realität aus. Und die erste Frage, die sich natürlich sofort aufdrängt: Was zum Henker ist hier passiert und warum sieht das hier alles so völlig anders aus? Nun, die naheliegendste Antwort ist: Es wird wohl am Grün liegen. Schaut euch mal die Umgebung in der Realität an im Vergleich zum Film. Es sind sehr viel mehr Bäume, Büsche, Sträucher da und vor allem auch größere Bäume, als das damals noch im Film der Fall ist. Wie ist das wohl zu erklären? Nun, Porter Ranch ist ganz grundsätzlich ein noch sehr junges Stadtviertel. Erst in den 1960er Jahren sind hier die ersten Häuser gebaut worden. Das heißt, im Jahre 1982, als der Film gedreht wurde, war das hier auch alles noch ein relativ junges Neubaugebiet, wenn man so will. Und dementsprechend war auch hier diese ganze Natur, die heute hier zu sehen ist, auch damals noch relativ jung. Wenn wir mal die Szenen genauer vergleichen, dann sehen wir auch, man hat hier offenbar zum Beispiel auch versucht, zwischen dem Fußweg und der Straße so Bäume zu pflanzen. Seht ihr das hier? Dieser Plan ist offenbar nicht immer aufgegangen. Also da, wo ich jetzt stehe zum Beispiel, sind gar keine Bäume in Klammern mehr. Weiter hinten die Straße runter sieht man das schon. Die sind jetzt auch so deutlich größer als vorher. Was wir auch sehen, rechts, dieser riesige Baum da, der hat damals auch noch nicht existiert. Ja, und auch der Hügel, den man da hinten jetzt im Film sieht und auch den großen Berg, das sieht man alles gar nicht hier in der Realität, weil das heute alles hier wirklich inzwischen total zugewachsen ist. Noch viel spannender wird das alles allerdings, wenn wir uns mal auf den Park zubewegen. Hier sehen wir schon diese tolle Raupe, die man auch im Film sehen kann. Und so sah das Ganze damals im Film aus. Wir sehen hinten der geklaute Van mit E.T. an Bord, steht herum. Und so sieht die Szene in der Realität aus. Mein Gott, hier ist richtig was passiert. Vorausgesetzt, die Raupe steht immer noch an exakt derselben Stelle, wovon ich ausgehe, denn die Landschaft drumherum sieht exakt so aus. Ich glaube, da hat man wirklich nichts verändert. Hat sich doch auf dem Park selbst eine ganze Menge getan. Fangen wir mal mit der Raupe selber an. Die hat offenbar mal einen neuen Anstrich bekommen in den vergangenen 40 Jahren. Und man hat eine Sicherheitsmaßnahme hinzugefügt. Ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff dafür ist, aber dort ist jetzt so ein Gummiboden zu finden. Das ist so ein ganz weicher Boden. Wenn man da drüber läuft oder drauf fällt von der Raupe, dann verletzt man sich definitiv nicht mehr. Das war früher anders. Da haben die Kids noch schön auf Rasen und im Matsch gespielt. Mich würde mal interessieren, ob es dafür einen Fachbegriff gibt für dieses Material oder für diese Sicherheitskonstruktion unterhalb dieses Spielgeräts da. Das ist auch da links zu sehen. Ja, vielleicht, falls jemand Kinderspielplatz-Fachtechniker ist, kann er mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Was wir auch sehen ist, dass im Hintergrund auch diverse Spielgeräte dazu gekommen sind, die vorher noch nicht da waren. Da sind auch gerade Leute, die so ein bisschen Boxtraining machen und so weiter. Also selbst morgens um 7:30 ist dieser Park schon belebt und offenbar beliebtes Freizeitziel für die Leute, die hier leben in Porter Ranch. Ja, und auch hier sehen wir natürlich, wie riesig die Bäume inzwischen geworden sind. Also dieser Baum da links auf der Seite, den wir hier in der Realität sehen, dieser dicke, große Baum, das muss, wenn mich nicht alles täuscht, dieses kleine Bäumchen gewesen sein, das hier in der Filmszene zu sehen ist. Kleiner Funfact zwischendurch übrigens, dieser Park hier heißt
offiziell Porter Ridge Park. Er wird von den Anwohnern aber schon seit 40 Jahren nur E.T. Park genannt. Und es gab tatsächlich auch in der Vergangenheit immer mal wieder Bemühungen, diesen Park auch offiziell in E.T. Park umzubenennen. Liegt ja nahe, ne? Der Vollständigkeit halber noch einmal aus dieser Perspektive. Hier wurde unter der Raupe hindurch gefilmt. Und hier sehen wir, dass auch hier links auf der linken Seite damals schon ein Schaukelgerüst stand. Also da hat man quasi an der Anordnung der Spielgeräte nichts geändert. Wenngleich heute eine sehr viel modernere Schaukel hier zu sehen ist, die auch, ist das so eine Art Sicherheitssitz? Also sehr offensichtlich hat man hier in diesem Park sehr auf Safety geachtet. Ja, das sieht doch alles deutlich sicherer und moderner aus als das, was man hier vor 40 Jahren gesehen hat. Die nächste Szene blende ich euch ein. Die Sonne blendet hier nämlich so abartig, dass ich auf meinem Handy-Display nichts mehr erkennen kann. Wir können aber sehr gut sehen, dass das von hier gefilmt worden ist. Wir sehen wieder die Raupe rechts aus dieser Perspektive. Wir sehen links den Hügel, der heute etwas verdeckt ist. Und, apropos verdeckt, wir sehen rechts so ein Wohngebiet, was um den Park herum liegt. Das gucken wir uns auch gleich näher nochmal an. Das ist auch heute noch da, wenngleich auch hier alles von Bäumen verdeckt ist. Was wir aber sehen, ist, dass diese spitzen Tannenbäume da so rausgucken im Film, das sehen wir tatsächlich auch hier in der Realität. Schaut mal da. Die coolen Jungs mit ihren Bikes stehen rechts neben der Raupe und abgesehen davon, dass auch hier links die Bäume sehr viel größer geworden sind, scheint mir, dass auch rechts im Hintergrund bei dem Wohngebiet vielleicht sogar noch das ein oder andere Haus dazugekommen ist. Interessant übrigens auch, dass man offenbar für den Film sämtliche Autos von der Straße verbannt hat. Die sind im Film ja überhaupt gar nicht zu sehen. Das Einzige, was da rumfährt, ist der Van. Ja, in der Realität parken hier in diesem Wohngebiet sehr viele Autos. Ja, und hier ist es, das Wohngebiet. Die Polizei rast auf die Jungs mit ihren Fahrrädern zu und im Hintergrund sehen wir sowohl ein Haus als auch eine Mauer. Und wenn wir uns das mal etwas genauer angucken, dann sehen wir, dass das irgendwie damals ein bisschen anders gebaut war. Seht ihr das? Da ist so eine Art Wall, der da zu sehen ist, der heute hier überhaupt gar nicht mehr zu sehen ist. Da führt direkt der Bordstein vor der Mauer her. Ich weiß nicht, ob man das hier mal etwas fußgängerfreundlicher gestalten wollte und das der Grund ist, warum dieser Wall da nicht mehr existiert. Keine Ahnung. Was wir aber sehen, ist, dass das Haus, was wir im Hintergrund hier in der Szene sehen, immer noch exakt dasselbe ist. Und die Mauer ist eine völlig andere, mal abgesehen davon, dass sie jetzt oben auch ein Gitter dran hat, damit man da bloß nicht drüber klettert. Was deutlich anders ist als im Film ist übrigens, hier ist überhaupt gar kein Auflauf von irgendwelchen Menschen, schon gar nicht Polizeiautos. Das ist einfach hier ein unfassbar friedlicher Ort. Man hört nichts, hin und wieder fährt mal ein Auto lang. Das ist echt total still und angenehm hier. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, bevor wir zum nächsten Drehort weiterziehen. Dieses Klettergerüst hier, was mehrfach im Film zu sehen ist, aus verschiedenen Perspektiven, so ein rundes, gitteriges Ding, steht hier heute nicht mehr in diesem Porter Ridge Park. Und ich kann mir auch schon denken, warum. Es sieht ein bisschen gefährlich aus. Dann doch besser Raupen und Schaukeln mit Sicherheitsgummi drunter. Auf Kirk Drive nach Südwesten Richtung Kirkholm Lane starten. Links abbiegen auf Kirk Drive, dann rechts abbiegen auf Kirkholm Lane. Nach einer Viertelmeile rechts abbiegen. Du hast das Ziel erreicht. Nur wenige 100 Meter vom Raupenpark entfernt finden wir einen weiteren Drehort. Und hier wird es ein kleines bisschen gruselig. Also, als wäre der ganze Film nicht ein kleines bisschen gruselig. Denn hier feiern die Kids Halloween. Ihr könnt euch vielleicht an diese Szene erinnern, da laufen die mit E.T. als Gespenst verkleidet über so eine Kreuzung. Und genau diese Kreuzung habe ich gefunden. Sie befindet sich in einem sehr ruhigen Wohnviertel in Porter Ranch.
Ja, und ich würde sagen, wir beginnen mit diesem Skyline-Shot von Porter Ranch. Wir sehen unten schon, die Kids laufen da rum, alle bunt verkleidet und in der Realität sieht dieses Viertel so aus. Ja, und auch hier sehen wir genau dasselbe Phänomen wie auch schon im Porter Ridge Park. Die Natur hat sich einiges zurückgeholt. Damals, vor 40 Jahren, war das hier ein sehr neues Wohngebiet. Die Gärten sehen total geleckt aus. Hier und da ist mal ein kleiner Strauch zu sehen, aber von grüner Natur nicht besonders viel. Das ist heute total anders. Schaut mal da, überall sind hohe Bäume, zum Beispiel da rechts, vor dem Haus rechts auf der Straßenecke. Links von mir ist auch ein Baum zu sehen, der war auch damals in der Filmszene offenbar noch nicht da. Und alleine hinten, wenn wir einen Blick mal auf die Skyline werfen, die ist auch heute sehr, sehr viel grüner, als das damals vor 40 Jahren gewesen ist. Da hat sich doch richtig was getan. Abgesehen davon sieht man auch so, dass dieses Viertel in den vergangenen 40 Jahren ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Der Straßenbelag ist nicht mehr ganz so geleckt und schön, wie das damals der Fall gewesen ist. Ja, aber ansonsten wirklich hier ein sehr idyllisches Stadtviertel, auch total ruhig. Also hier ist irgendwie niemand gerade, keine Ahnung, also wirklich total still und idyllisch. Aber der Schein, die Idylle, trügt ein kleines bisschen, denn tatsächlich befindet sich Porter Ranch in einem Gebiet, das gar nicht so idyllisch ist und auch immer mal wieder mit Naturkatastrophen zu tun hat, von denen dann auch Porter Ranch betroffen ist. Dazu zählen zum Beispiel diverse Waldbrände. Im Jahr 1970 hat es einen sehr schweren gegeben, wo auch mehrere Menschen gestorben sind. 1988, also 6 Jahre nach dem Dreh von E.T., hat sich ein weiterer Waldbrand ereignet, bei dem auch mehrere Häuser abgebrannt sind. Und zuletzt gab es auch im Jahr 2019 einen größeren Waldbrand, bei dem einige Häuser im östlichen Teil der Nachbarschaft verbrannt sind. Es gab mal ein großes Erdbeben im Jahre 1971. Danach waren viele Bewohnerinnen und Bewohner hier wochenlang ohne fließendes Wasser. Und das wohl größte und besorgniserregendste Ereignis, was sich hier mal zugetragen hat, war ein Gasleck. Hier in der Nähe befindet sich nämlich ein riesiges Erdgaslager. Aliso Canyon heißt das. Die Bewohner sind dann irgendwann morgens aufgewacht und haben irgendwie so einen komischen faule Eiergeruch wahrgenommen. Und daraufhin wurde dann dieses gesamte Wohngebiet über mehrere Wochen evakuiert, bis das Leck schließlich gestopft war. Also sieht alles sehr idyllisch aus, aber hier hinziehen würde ich, glaube ich, trotzdem nicht. Kommen wir zurück zum Film E.T. Hier schauen wir durch die Augen bzw. durch die Verkleidung unseres Lieblings-Aliens auf diese Straße hinauf. Was auffällt, wieder einmal, auch hier ist mehr Grün hinzugekommen. Schaut mal rechts auf der Seite. Ich muss jetzt auch tatsächlich mal googeln, was das eigentlich für eine Tannenart, wenn das überhaupt der richtige Begriff ist, was man da auf der rechten Seite sieht, diese hochwachsenden Bäumchen. Es scheint die Zypresse zu sein. Ist dem so? Liebe Botanikexperten, klärt mich auf, wenn ich falsch liege. Es scheinen Zypressen zu sein, die man hier an jeder Ecke sieht, die da so spitz hoch wachsen. Abgesehen von der Botanik sehen wir, dass auf der linken Seite dieses Haus früher noch in so einem Fachwerk-Style war. Das ist irgendwie interessant. Ein historisches Haus kann es eigentlich nicht gewesen sein, wenn das hier alles so neu erbaut worden ist. Und heute sieht man auch, ja, dieser Fachwerk-Style ist weg. Da hat man drüber geputzt. Ja, das sieht nicht mehr so aus wie früher. Wir machen ein paar Schritte nach vorne, genauso wie im Film. Hier sehen wir, E.T. läuft über die Straßenkreuzung zusammen mit Michael und Elliot. Und hier sehen wir auch den Rest der Häuser, die in dieser Straße stehen. Auf der rechten Seite haben wir wieder mal so ein kleines Fachwerkhäuschen, genauso wie auf der linken Seite. Wirklich interessant. Auf der linken Seite hat man diese ganze Fachwerkoptik irgendwie, ja, eliminiert. Die Häuser sehen heute überhaupt gar nicht mehr so aus, was ich irgendwie total schade finde. Keine Ahnung, das sieht hier fast aus wie so ein kleines Dorf im Sauerland. Ja, ey, Matthias, du bist hier gerade in Los Angeles und du denkst ans Sauerland. Was ist los mit dir? Wie auch immer, das Haus auf der rechten Seite ist heute immer noch in Fachwerkoptik, wenngleich es heute weiß gestrichen ist. Früher hatte es offenbar so einen gelblichen Ton. Auch diese Szene erkennen wir wieder wegen der Häuser, die hier zu sehen sind. Das Haus auf der linken Seite in dieser Szene, wo die Kids alle vorherlaufen. Ja, das ist auch heute noch da mit so einer
Garage. Und das ist die letzte Szene von diesem Ort, E.T. als Gespenst verkleidet in Nahaufnahme. Auch hier sehen wir auf der rechten Seite nochmal so ein fachwerkähnliches Haus, was wir hier allerdings jetzt nicht sehen, möglicherweise, weil es durch Bäume verdeckt ist. Was wir aber sehen, ist der große Berg im Hintergrund, der im Film so wunderbar durch die Abendsonne angestrahlt wird. Ja, heute wird er angestrahlt durch die brennende Morgensonne. Ey, ihr glaubt nicht, wie ruhig das hier ist in diesen Stadtvierteln. Hier kommt kein Mensch vorbei. Nichts ist zu hören, aber es sind 2 Hunde da, links und rechts, die mich die ganze Zeit anbellen und offenbar denken, ich bin ein Eindringling. Ey, und guck mich mal an. Die 35 Grad haben wir jetzt schon um 8 Uhr erreicht. Alter. Ja, es ist eine etwas andere Welt. Jetzt wird es Zeit, vom amerikanischen SUV auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Denn genau das hier ist der Ort, wo sich die Bushaltestelle befindet, wo Elliot mit seinen Freunden in den Schulbus steigt und dann dort aufgezogen wird, weil er die ganze Zeit von so einem Außerirdischen faselt. Es gibt nur ein Problem. Die Bushaltestelle existiert gar nicht. Und das ist die erste Szene aus dem Film. Wir sehen Michael mit Elliot im Schlepptau, der mit seinem kleinen Fahrrad hinter ihm her fährt, und beide gehen auf die Bushaltestelle zu. Ja, und hier dasselbe Phänomen wie auch schon an allen anderen Orten zuvor. Schaut mal da, wie grün dieses beschauliche Stadtviertel heute ist. Es ist kaum möglich, die Häuser zu vergleichen, weil man die Häuser gar nicht sieht. Alle Leute, die hier wohnen, haben sich tatsächlich ein kleines Wäldchen in ihre Gärten rein gepflanzt, sodass man die Häuser kaum erkennen kann. Auch hinten in der Filmszene sehen wir noch so ein bisschen so die Skyline von Porter Ranch und den großen Berg, den wir eben auch schon gesehen haben. Ja, auch der ist heute fast nicht mehr zu sehen. Wenn wir mal auf die Bushaltestelle, in Anführungsstrichen, blicken, dann sehen wir, dass hier so ein Gully ist. Ein Gully, wie ich ihn sofort verbinde mit einem anderen Film. Ihr wisst, was ich meine, oder? Richtig, Stephen Kings S. Oh, da wird mir ganz anders. Und scheinbar auch eine typische Gully-Konstruktion für die USA, oder? Wir haben doch zu Hause nicht solche Gullis, wo das Wasser in die Bordsteine reinfließt, oder? Was mir auffällt, ist, dass die Bordsteine anders markiert sind. Wenn ich die Verkehrsregeln der USA richtig verstanden habe, dann bedeuten diese roten Ecken, dass man dort keinesfalls parken darf. Normalerweise sind diese Ecken in diesen Stadtvierteln immer so rot, damit da keiner irgendwie auf der Kreuzung parkt, und dann werden sie wieder grau. Interessanterweise ist das in dem Film so nicht zu sehen. Da sind alle Bordsteine grau. Ist das vielleicht eine Verkehrsregel oder eine Markierungsart, die erst in den vergangenen Jahren irgendwann mal eingeführt wurde? Da bin ich jetzt leider nicht tief genug im Thema drin, was die Verkehrsregeln der USA angeht. Vielleicht weiß das aber einer von euch. Würde mich interessieren. Hier sehen wir Elliot und seinen Crush. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie seine Mitschülerin heißt, die wir im Film sehen. Ich glaube, der Name wird nie genannt. Ist das so? Was wir auch sehen, ist hier im Hintergrund das Haus. Das ist exakt dasselbe wie auch damals vor 40 Jahren. Die Mauer scheint auch exakt dieselbe zu sein wie damals vor 40 Jahren. Und wir haben 2 Schulbusse hier im Bild, die hier in der Realität nicht sind. Und es würde mich auch wirklich stark wundern, wenn hier in der Realität Schulbusse halten würden. Was lernen wir daraus? Hier wurde mal wieder richtig viel getrickst und gefaked. So, jetzt wird es Zeit, eine der ikonischsten Szenen dieses Films zu finden. Vielleicht ist es sogar die ikonischste Szene. Denn woran denken wir alle, wenn wir an den Film E.T. denken? Klar, wir denken an eine Gruppe von Jungs, die mit Fahrrädern durch die Gegend fliegt, mit einem Alien an Bord. Und das hier ist die Straße, wo die gesamte Gruppe vor ihren Verfolgern flieht und dann in die Luft steigt. Und hier sehen wir die berühmte Szene. Die Polizisten warten bereits auf Elliot, auf seine Freunde und insbesondere auf E.T., um sie dann hier auf der Straße abzufangen. Doch der Plan geht schief, denn alle steigen in die Luft empor. Ja, und das wurde von hier gefilmt.
Ich kann leider nicht versprechen, dass das hier die exakt selbe Stelle ist wie im Film. Ich vermute es aber, denn wir sehen hier auf der rechten Seite so ein weißes Gebäude, was wir auch hier in der Realität sehen. Das müsste ungefähr dieselbe Stelle sein. Was uns dann hier allerdings auffällt, ist, ganz im Gegensatz zu allen vorherigen Szenen, die wir heute schon gesehen haben, hier ist die Natur ein bisschen zurückgegangen. Die Straße sieht ein kleines bisschen lichter aus, wenn ihr euch das mal hier ein bisschen genauer anguckt. Rechts, da ist wohl der ein oder andere Baum mal abhanden gekommen über die Jahre. Hier der Vollständigkeit halber noch einmal aus der Nahaufnahme. Das ist einer von Eliots Freunden. Hier sehen wir auch noch mal ganz gut die Straße im Hintergrund und eben auch die Bäume. Ja, das ist genau hier gefilmt worden, wenngleich das hier alles ein kleines bisschen anders aussieht. Aber auch damals standen schon links und rechts dieser Straße sehr offensichtlich Häuser und auch so eine Parkzone war hier entlang der Straße. Auch damals haben hier schon Autos geparkt, die allerdings ein bisschen historischer aussehen als heute. Diese Szene können wir jetzt hier nicht im Detail nachstellen, weil ich mich dann mitten auf die Straße stellen müsste. Das ist mir dann doch ein kleines bisschen zu gefährlich. Was wir allerdings sehen können, ist, dass sich hier ganz offensichtlich die Verkehrsführung ein kleines bisschen geändert hat. Wir sehen hier in der Realität heute in der Mitte so eine gelb markierte Mittellinie. Das sieht man hier relativ häufig in den USA und das scheint mir so eine Art Notgasse zu sein für Rettungsfahrzeuge, damit die, falls es sich mal staut, durch den Verkehr kommen. Und das scheint mir auch hier irgendwie sowas zu sein. Das ist auf jeden Fall kein Radweg, wenn ich das richtig sehe. Ja, und früher hat es das hier in der Form so noch nicht gegeben. Ist das eine Erfindung, die man erst in den vergangenen Jahren so eingeführt hat? Hier? Könnte das sein? Ja, im Film sieht das Ganze jedenfalls ein bisschen anders aus. Wir bleiben thematisch beim Thema Verfolgung. Wir gehen allerdings in der Handlung des Films einen Schritt zurück. Denn bevor die Jungs alle mit ihren Fahrrädern in die Luft steigen, rasen sie erstmal durch ein staubiges Neubaugebiet und fahren dann mit ihren Mountainbikes auf den Dächern dieser Polizeiautos und so rum. Ne? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Vor 40 Jahren war das tatsächlich ein staubiges Neubaugebiet, wo man auch so durch die Hinterhöfe rasen konnte. Wie das hier heute aussieht, naja, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Ja, seid ihr bereit? Jetzt wird's nämlich wirklich spannend. Schaut euch mal diese Szene an. Das war das Neubaugebiet, damals, vor 40 Jahren. Und so sieht der ganze Spaß heute aus. Ist das nicht geil? Ja, hier sind mehrere Wohnhäuser entstanden, mehrere schicke Wohnhäuser. Alle haben Bäumchen und Palmen in ihrem Garten und schöne Hecken mit rosa Blüten. Ist das nicht wunderbar idyllisch? Und wieder einmal herrscht hier eine absolute Stille. Richtig schön und idyllisch ist das hier. Ganz im Gegensatz zu damals vor 40 Jahren, als die Rabauken-Jugendlichen wie die Irren durch dieses Gebiet geradelt sind. Diese kleine hügelige Fläche, auf die die Jungs dann links einbiegen, ist heute auch keine kleine hügelige Fläche mehr, sondern ebenfalls bebaut von schönen, schicken Häusern. Da parken Autos vor den Garagen. Die Leute haben Wintergärten und da hinten ein Blick auf die Berge. Ist das nicht wunderschön? Nur an der Straßenkonstruktion, an den Bordsteinen können wir noch erkennen, dass das damals diese Ecke hier gewesen ist. Diese Szene ist auch super genial. Hier haben wir dieses Polizeiauto, was auf dieses sandige Neubaugebiet drauf fährt, um hinter den Kids herzurasen. Und das sieht heute so aus. Auch hier wurde ein Haus erbaut, also da, wo das Polizeiauto reingebrettert ist heute eine Garage und ein Haus dahinter. Drumherum viele Bäume, viel Natur, alles grün. Und auch rechts dieser Hang, der hier zu sehen ist, auch schon in der Filmszene, hat sich verändert. Der war damals sogar noch ein bisschen grüner, habe ich irgendwie den Eindruck. Da war irgendwie Gras drauf zu sehen. Heute, ja, ist das so ein bisschen vertrocknet, aber sehr viele Bäume finden wir hier. Und da hinten im Hintergrund müssen sich auch heute noch eben diese Hügel befinden, über die die Jungs da drüber gerast sind, wenngleich dort eben heute auch Häuser stehen. Ist das nicht genial, wie sich so ein Ort so verändern kann?
Auch in dieser Szene sehen wir das nochmal. Das Polizeiauto kommt um die Kurve gerast und das ist diese Kurve hier. Ja, hier können wir noch so ganz leicht erkennen, dieser Hügel, der hier im Film zu sehen ist, der ist auch heute noch da, nur er ist eben stark bewachsen, genauso wie auch der Rest. Offenbar hat man aber früher damals schon Stromleitungen gelegt. Oder was ist das? Sind das Stromleitungen? Ja, müssten sein. Das sind keine Laternen auf jeden Fall. Die sind hier heute gar nicht mehr zu sehen. Möglicherweise, weil der Strom unterirdisch verläuft. Ja, aber damals vor 40 Jahren standen hier 2 so Pöller rum. Hier können wir jetzt ein kleines bisschen besser erkennen, dass es sich tatsächlich um denselben Ort handelt, denn dieses Haus, was hier steht, das war damals gerade so im Bau. Schaut mal hier, so sieht das heute in fertig aus und 40 Jahre später. Es ist wunderschön dunkel gestrichen, es hat eine wunderschöne Steinfassade, richtig toll, eine richtig tolle Mauer davor, einen hübschen kleinen Garten. Ja, früher war das Ganze hier gerade so im Bau mit ganz vielen Holzgerüsten, die man hier so sieht. Ist auch irgendwie total interessant. Ich habe gar keine Ahnung davon, wie man ein Haus baut, ne? Aber hier sieht man relativ gut, wie das so offenbar vonstatten gegangen ist und wie es eigentlich aussieht, wenn das ganze Mauerwerk und so weiter nicht existiert. Ja, irgendwie total faszinierend. Links, ich glaube, das ist diese Einfahrt, wo die Jungs dann hinter dem Haus herrasen. Auch das ist heute natürlich nicht mehr möglich. Da ist jetzt so ein kleiner Wall, auch natürlich mit einer Hecke und mit Bäumen und so weiter. Also diese wilde Raserei damals im Film, die wäre hier jetzt heute auch nicht mehr möglich. Und eine Szene habe ich noch von diesem Ort für euch. Das ist so ein bisschen so die Draufsicht auf das ganze Spektakel. Genau, hier sehen wir dann auch, dass die Jungs da hinten, hinter diesem Haus herrasen mit den Mountainbikes und die Autos versuchen, ihnen hinterherzukommen, was natürlich nicht funktioniert. Ja, das wäre heute alles überhaupt nicht mehr möglich. Könnt ihr euch hier nochmal im Detail angucken. Ja, und auch sonst, schaut mal, was für ein wunderschönes Wohngebiet hier entstanden ist. Rechts die Häuser. Ja, die waren damals auch alle noch im Bau. Links das Haus war im Bau. Da ist heute auch schon wieder ganz viel Natur davor. Eine Mauer und ein riesig großer Baum. 40 Jahre lang gewachsen. Wunderschön. Ja, am Film E.T. sieht man mal wieder sehr gut, wie effizient eigentlich die Regisseure und Produzenten von solchen Hollywood-Blockbustern manchmal arbeiten. Alle Drehorte, die ich euch gerade gezeigt habe, waren alle nur ein paar 100 Meter voneinander entfernt. Alle befinden sich in Porter Ranch. Bis auf einen einzigen. Und das ist der letzte Drehort, den ich euch heute zeigen möchte. Und das ist das Haus von Elliot und seiner Family, das sich eine halbe Stunde von hier entfernt befindet, in einem Ort namens Tujunga. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Es heißt auf jeden Fall nicht Tujunga, offenbar. Ich habe keine Ahnung. Fahren wir doch mal hin und mal gucken, ob wir das berühmte Haus wiederfinden. Schau mal da oben, da sehen wir schon die Berge, die wir auch im Film ganz oft sehen. Berge, die sich rund um das Haus herum befinden. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh mein Gott, wir sind Das Ziel da. befindet sich auf der rechten Seite. Oh mein Gott, wir sind da. Der Ort meiner Kindheit. Hallo. Oh mein Gott. Wir sind tatsächlich da. Am Ort meiner Kindheit. Lasst das mal kurz auf euch wirken. Das ist das berühmte Haus von Elliot und seiner Family aus dem Film E.T. und ich stehe direkt davor. Ist das nicht geil? Ja, was fällt uns auf? Erstens, das Haus hat heute eine Hausnummer, unten zu sehen, links am Bordstein, und es hat immer noch exakt denselben Briefkasten. Kann das sein, dass dort immer noch exakt derselbe Briefkasten steht wie damals vor 40 Jahren, links neben der Einfahrt?
Ich kann es kaum glauben. Was fehlt, sind die beiden Laternen, die links und rechts der Einfahrt im Film zu sehen sind. Die sind heute nicht mehr da. Wir sehen, dass dieses kleine Gelände links und rechts der Einfahrt, dieser Wall, immer noch exakt derselbe ist. Diese Mauer, die wir rechts im Bild sehen, die ist heute hier nicht mehr erkennbar. Ich gehe aber stark davon aus, dass sie noch existiert. Auch da wird wahrscheinlich eine Hecke davor sein. Und auch vom Haus selber sehen wir jetzt nicht alles, weil auch da ist alles ein kleines bisschen zugewachsen. Und da das hier Privatgelände ist, laufe ich jetzt natürlich auch nicht da die Einfahrt hoch. Auch hier nochmal der Hinweis an euch, wenn ihr solche berühmten Drehorte selber mal besuchen wollt, dann lauft den Leuten da bitte nicht durch den Vorgarten, macht das ganz dezent und freundlich, macht da gerne ein Foto, aber dann haut auch wieder ab und lauft den Leuten da jetzt nicht die Einfahrt hoch und runter. Und obwohl ich das eigentlich nicht mehr erwähnen muss, fahrt bitte auch nicht diese Einfahrt da hoch und runter. Ich weiß, wie verlockend das ist. Es ist einfach ein legendärer Bau, der so eine große Rolle gespielt hat in dem Film E.T. Aber ja, das gucken wir uns jetzt hier angemessen aus der Entfernung an. Wir sehen im Film noch eine ganze Menge mehr von Eliots Nachbarschaft, zum Beispiel auch in dieser Szene, wo Michael und Elliot die Einfahrt runterlaufen. Das können wir jetzt leider auch so im Detail nicht filmen, weil wir da so einen Berg hochlaufen müssten. Das ist auch leider alles Privatgelände, das können wir jetzt so nicht im Detail nachstellen. Was wir aber sehen, ist das Haus auf der linken Seite, was auch im Film zu sehen ist, das zwischenzeitlich offenbar mal renoviert worden ist. Wir sehen oben dieser Oberbau, der ist ein bisschen anders gestaltet. Das war früher noch so ein bisschen so weiß holzartig sieht das fast aus. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist das so orange-braun verputzt. Was wir auch sehen, ist das Haus direkt daneben. Auch das ist in der Realität noch da. Auch das hatte inzwischen einen etwas anderen Anstrich bekommen. Und ansonsten ist das hier halt der historische, möchte ich fast sagen, Wendehammer, der mehrfach im Film zu sehen ist. Und ich stehe wirklich mittendrauf. Ein etwas näherer Blick in diese Straße. Michael fährt diesen kleinen Berg hinunter. Der existiert auch in der Realität. Genauso wie das Haus auf der linken Seite. Das haben wir eben schon mal gesehen. Auch die Häuser, die daneben stehen, die hat es alle damals schon gegeben. Und die gibt es auch heute. Genauso wie die Mauer auf der rechten Seite. Die Mauer mit dem Zaun. Können wir jetzt leider nur aus dieser Perspektive filmen. Da ist jetzt inzwischen so eine Hecke drumherum gewachsen, aber auch die scheint unverändert. In dieser Szene sehen wir jetzt riesengroßes Chaos. Dieser Schlauchwagen parkt vor dem Haus von Eliots Family. Das komplette Haus ist mit Plane verdeckt und dieser ganze Schlauch schlängelt sich durch die Einfahrt durch. Entschuldigt bitte, dass ich hier ein bisschen an der falschen Stelle stehe. Die Sonne blendet so abartig. Ich konnte auf meinem Handy-Display wirklich kaum was erkennen und stehe jetzt deswegen so ein bisschen an der falschen Stelle. Wir sehen allerdings das Haus rechts neben Eliots Haus. Auch das hat inzwischen einen neuen Anstrich bekommen. Ansonsten sehen wir aber, dass das exakt dasselbe Haus gewesen ist. Es ist nur heute so ein bisschen pink, würde ich sagen. Und hier nochmal ein Blick von der Einfahrt runter. Michael düst zum ersten Mal in seinem Leben vorwärts mit dem Schlauchwagen davon. Das wurde alles von hier gefilmt, wie wir noch erkennen können, an dem Haus auf der rechten Seite. Das hat auch damals schon hier existiert und es ist auch heute noch da. Ey, ich fühle mich gerade echt wieder wie so ein 8-Jähriger. Wie oft ich diese Szenen gesehen habe, wo Michael diese Einfahrt hier hoch und runter fährt. Im Film sieht die viel, viel länger und viel, viel größer aus. Das ist eigentlich nur so ein winzig kleines Stück Einfahrt. Meine Familie hatte damals auch ein Audi, das weiß ich noch. Genau so ein Modell wie das, was Michael immer hoch und runter gefahren ist. Nach diesen Szenen wollte ich auch unbedingt Auto fahren. Aber ich durfte leider nie, im Gegensatz zu Michael. Freunde, ich bin zurück im Motel und entschuldigt bitte, dass ich diese unfassbar laute Klimaanlage anmachen muss. Ich weiß nicht, ob ihr die hört. Keine Ahnung, vielleicht ist das mit dem Mikro auch gut. Ich weiß es nicht, vielleicht hört man es nicht.
Es ist eine unfassbare Bullenhitze da draußen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es war heute wirklich teilweise 39 Grad. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie 39 Grad erlebt. Es ist auf jeden Fall so, ihr geht nach draußen und ihr ölt euch den Arsch ab, sobald ihr draußen seid. Das ist unfassbar. Ja, deswegen bin ich froh, jetzt wieder hier im klimatisierten Motelzimmer zu sein. Ja, und dem einen oder anderen treuen Fan des Films E.T. wird natürlich aufgefallen sein, ich habe nicht restlos jeden Drehort dieses Films besucht. Also beispielsweise fehlt diese Bergansicht, die ganz oft im Film zu sehen ist. Dieser Berg, wo Elliot auch, glaube ich, manchmal mit dem Fahrrad herfährt, wo man so ein bisschen so auf das Wohnviertel runter gucken kann. Das wäre natürlich super interessant gewesen. Sieht auch total schön aus im Film. Aber bei 39 Grad auf so einen Berg zu steigen, das habe ich mir heute mal erspart, sonst wäre das nämlich meine letzte Drehorttour gewesen. Und was ebenfalls fehlt, sind diese Waldszenen aus dem Film. Also da, wo zum Beispiel E.T. Mit dem UFO ankommt und auch wieder abfliegt, wo sie versuchen nach Hause zu telefonieren, wo Elliot die Nüsschen verteilt, um E.T. anzulocken, solche Sachen. Das ist alles nicht in der Nähe von Los Angeles gedreht worden, sondern im Redwood National Forest und der ist 12 Stunden von hier, deswegen leider soeben mal nicht machbar, deswegen habe ich das heute mal übersprungen. So, die ganz, ganz schlauen Zuschauer werden natürlich längst gecheckt haben, ich bin nicht einfach so nach Los Angeles geflogen, nur um die Drehorte von E.T. zu sehen. Ich habe natürlich noch ein bisschen mehr auf der Liste. Und was genau das ist und welche Drehorte wir uns noch so angucken werden, das verrate ich jetzt noch nicht. Das erfahrt ihr aber, wenn ihr diesen Kanal abonniert und die Glocke drückt, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Und ihr könnt natürlich auch den Daumen nach oben drücken, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr mich und meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, dann werdet doch einfach mal Patreon oder Kanalmitglied. Dann gibt es auch immer ein kleines bisschen Bonusmaterial, also beispielsweise die Adressen und Koordinaten der Drehorte, falls ihr die auch mal besuchen wollt und auch neue Videos vor allen anderen, also checkt das doch gerne mal aus. Ich würde sagen, das war's aber für heute. Ich erhole mich jetzt ein kleines bisschen von der Hitze da draußen und sage Tschüss und bis zur nächsten Reise.